Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute sprechen wir mal über die neuen Spezialisten, 5 Stück an der Zahl. Damit sind die 10 Startspezialisten nun alle bekannt und offiziell bestätigt. Die schauen wir uns heute nochmal an und diskutieren ein bisschen über die Fähigkeiten bzw. die Eigenschaften, die mitbringen. Kleiner Disclaimer oder beziehungsweise kleiner Teaser, da ist schon so ein bisschen OP-Scheiß mit dabei oder Zeug. Aber das diskutieren wir gemeinsam. Ich im Video, ihr in den Kommentaren. Let's go! Plus, wir sehen neues Gameplay, unter anderem neue HUD-Einstellungen, grafische Verbesserungen und auch Dinge, die uns vielleicht noch gefehlt haben oder wo wir uns sicher waren, dass die auch noch ins Game kommen werden. Also seid da gerne gespannt und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Spezialisten und im Anschluss schauen wir uns die Neuerungen an, die gameplay-technisch relevant sind. Alles ist in Timestamps im Video unten verlinkt, also wenn ihr das skippen bzw. springen wollt, könnt ihr das an der Stelle gerne tun. Also wir legen erstmal los mit dem neuen Spezialisten, unserem indischen Fachmann, der sich da nennt Rao, den kennen wir auch schon aus der Lore bzw. aus der Story. Der hat eine spezielle Fähigkeit mit dabei, er kann nämlich Gegner hacken und wenn er die dann im Anschluss umgelegt hat, werden seine Mates bzw. seine Squad-Mitglieder sichtbar. Zusätzlich kann er auch noch Positions hacken, in dem Fall diese Beton-Stamps, die er dann hoch und runter fahren kann und das eben aus einer sicheren Entfernung, ist in jedem Fall keine schlechte Eigenschaft, wie ich finde. Weiter geht's mit San Diego Dozer Espinosa. Den kennen wir schon von dem schmackhaften Takedown in einem der ersten Trailer, beziehungsweise im Gameplay-Trailer. Und der gute Mann hat, man sieht es am Anfang schon, ein Einsatzschild dabei. Und damit kann er nicht nur sich selber verteidigen, sondern ihr seht es jetzt hier an den Hitmarkern schon, scheinbar prallen da die Kugeln auch zurück, was ich jetzt persönlich schon ziemlich krass OP finde. Und auch irgendwie vielleicht gar nicht so ganz in Battlefield reinpasst. Je nachdem, was haltet ihr davon, packt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wir machen weiter mit Emma Sanders aus Frankreich, aus der Assault-Klasse. Die kennen wir auch schon aus jedem Trailer und da ist er endlich. Der gute Wingsuit. Auf den freue ich mich persönlich absolut, weil man da wirklich weite Distanzen auch nochmal überbrücken kann, überraschende Momente generieren kann, Flanks machen kann und da wirklich sehr gut hinter die Linien der Gegner kommt. Ausgestattet dann noch mit einem speziellen Smart Explosive nennt sich das Ganze und das ist eine Variation aus Anti-Armor, EMP und Scatter Grenades. Hört sich spannend an, also da kann man auf jeden Fall komplett reingehen. Und wir kommen auch schon zur nächsten Spezialistin, Jisoo Pike. Auch die kennen wir bereits aus den Stories. Sie hat eine spezielle Fähigkeit bei, die sich nennt Treat Perception und das heißt, sie kann Gegner scannen und dementsprechend sehen. Also das erinnert sehr, sehr stark an, ich denke, Pathfinder ist der Spezialist aus Apex Legends. Finde ich jetzt auch wieder ein bisschen krass und vielleicht auch ein bisschen unpassend. Wir wissen jetzt nicht, wie groß der Bereich ist, der dafür erforderlich ist, um das Ganze aufzudecken. Ich würde aber sagen, das ist schon ziemlich krass. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, was heißt OP, was ist OP in der heutigen Zeit und es hilft ja auch mal gegen den ein oder anderen Camper, der vielleicht so rumgammelt, aber es ist auf jeden Fall nicht zu verachten, was die gute Lady kann. Wir machen weiter mit dem letzten neuen Spezialisten und das ist Konstantin Angel aus Rumänien. Der hat hier eine DMR scheinbar am Start und gehört zur Supporter-Klasse. Dementsprechend kann er auch seine Mates relativ schnell aufheben und eben ihnen noch zusätzlich Restore der Armor, also auch noch die Rüstung mit zurückgeben. Das ist ziemlich cool und als Spezialfähigkeit kann er Loadout kreieren und das ist jetzt in der Tat spannend, weil er kann kompletten Loadout-Drop eben anfordern, wo man nochmal von der Grundausstattung bzw. von den vorgefertigten Loadouts nochmal komplett wechseln kann. In dem Fall ist es nämlich die Sniper-Klasse. Der Modus wird mit ziemlicher Sicherheit relativ spannend werden, eben für Hazard Zone. Inwieweit man das im normalen Game used oder nutzen kann, ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, jetzt nur rein auf die Spezialisten betrachtet, ist es schon eine ordentliche Varianz jetzt drin, was wir hier so an Spezialfähigkeiten mitbringen, beziehungsweise die Spezialfähigkeiten, die mitbringen. Schon ziemlich krass, wie ich finde. Wie ist denn eure Meinung dazu? Jetzt haben wir alle 10 Spezialisten kennengelernt. Könnt mir gerne mal in die Kommentare packen. Welcher ist rein von den Trailern euer Favorit? Beziehungsweise auf welchen von den 5 neuen freut ihr euch am meisten? Und wenn wir jetzt die 10 uns einmal hintereinander anschauen, welcher ist eurer Meinung der stärkste?
Und damit gehen wir weiter und schauen ein bisschen in aktualisiertes Gameplay rein. Also man sieht natürlich, dass sich einerseits grafisch was getan hat, es hat sich aber auch vom HUD und von den Informationen was getan. Also wenn ihr jetzt Leute killt, seht ihr schon ganz deutlich, welche Schadenswerte dann da generiert werden, beziehungsweise welche XP ihr dadurch bekommt. Auch dieses ekelhafte Banner, das immer oben am Screen erschienen ist, ist weg. Ihr bekommt direkt ein Feedback, welche Ribbons beziehungsweise welche Ordensbänder ihr abgeschlossen beziehungsweise mitbekommen habt. Das finde ich auch ganz geil. Hitmarker kommen gut rein. Wie gesagt, die XP werden gut dargestellt. Als nächstes schauen wir mal oder werfen mal einen Blick auf das Loadout-Menü. Da sehen wir schon, das ist jetzt im Basismenü, wie wir die Grundaufsätze aufsetzen können, beziehungsweise dann auch wechseln können, was wir auf unserem letzten Endes, auf unserem Kreuz beziehungsweise Wechselkreuz dann eben drauf haben müssen. Das sieht auch super spannend aus. Dann kommen wir zu den allseits beliebten Common Rules. Das ist jetzt von der Kreisanzeige eben weggegangen in ein Viereck. Ich denke, das spielt jetzt nicht so die Rolle. Ihr könnt wie immer Ziele markieren, ihr könnt Pickup anfordern, ihr könnt natürlich auch Befehle dann über dieses System geben. Was wir, wie leider zu erwarten war, nicht gesehen haben in dem Menü, das sind eben die Reinforcements, sowas wie Artillerieschlag oder V1, so wie wir es aus Battlefield 5 kennen. Das haben wir jetzt hier leider noch nicht gesehen, finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und man kann in jedem Fall die Map endlich wieder groß zoomen, auch in-game. Als nächstes kommen wir zur Squad-Übersicht. Also ihr bekommt einmal euren kompletten Squad angezeigt mit den entsprechenden Karten. Auch gibt es wieder diesen Squad-Vorstellungsbildschirm, wo dann vermutlich auch Best Squad angezeigt wird, so wie wir es aus den letzten Battlefield-Teilen gewohnt sind. Auch gibt es nochmal eine dynamische Ansicht in die Karte rein. Jetzt sehen wir auch nochmal, welche Fahrzeuge frei sind, beziehungsweise wo Fahrzeugspots sind, wie man das Ganze eben auswählt. Das ist jetzt, denke ich, alles relativ selbsterklärend, aber es gibt wieder ein bisschen mehr an Animationen, auch im Cinematic-Style. Das ist nochmal optimiert worden. Transporthelikopter, also so, ich schätze mal, dass die Szenen eher aus dem Bereich Hazard Zone sind, wie ihr da reinkommt, wie man eben dynamisch auf die Map spawnt. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen so an Cold War, wie man irgendwo abgeliefert wird und dann eben reingeht. Soll uns aber nicht stören, wie ich finde. Aber es gibt auf jeden Fall wieder Belohnungen. Wer war der beste Spieler und wer hat die meisten Kills gemacht, wer hat die meisten Punkte gegrindet und wie vorher schon angedeutet, wer war der Top-Squad, auch mit den notwendigen Informationen, was ich ziemlich nice finde. Im Anschluss gibt es dann den Level Progress, also so wie man es kennt. Was haben wir in der Runde erreicht? Wie viele XP haben wir dazu bekommen? Was haben wir erreicht in der Runde? Auch die Controller-Settings wurden nochmal optimiert bzw. erweitert. Es soll wohl jetzt einen verstärkten Aim Assist geben. Das wurde sehr oft bemängelt in der Beta. Zum Schluss sehen wir ja noch einen Kartenausschnitt, der wohl die Most Popular Areas wohl zeigen soll, also da, wo am meisten los ist. Plus es wurden noch einige zusätzliche Informationen geshared, die ich jetzt aber nur ansatzweise aus einem anderen Video mir gezogen habe, allerdings von einem sehr populären Video, nämlich Jackfrags, der auf etliche Punkte nochmal verweist. Darunter sind einige Punkte, die ich auch schon in meinem letzten Video, verlinke ich euch an der Stelle nochmal, schon angerissen hatte. Die werde ich jetzt nicht nochmal behandeln, aber das, was wirklich vielleicht nochmal neu ist und für euch interessant ist, die Punkte gehen wir jetzt noch mal kurz durch. Der erste wichtige Punkt betrifft das Heilsystem. Also die haben die Heilzeit noch mal runtergenommen, bevor ihr anfangt, euch selbst zu regenerieren, und auch die Zeit, bis ihr dann aufgeheilt seid, dauert länger. Das war jetzt schon nicht unlang, muss ich sagen, in der Beta. Also das wird dann auch noch mal ordentlich das Squad-Gameplay fördern, weil es ansonsten gar nicht anders darstellbar ist. Plus es gibt jetzt beim Spezialisten oder bei der Spezialistin Maria Falk ein direktes Feedback, wenn sie eben heilt, beziehungsweise wer überhaupt Heilung benötigt. Auch der Selbstheilungsprozess von Maria Falk ist jetzt deutlich schneller. Auch das Identifizieren von Gegnern und Freunden soll jetzt vereinfacht werden, dadurch, dass die Kennzeichen einfach in einem Umkreis beziehungsweise in der näheren Umgebung besser angezeigt werden soll. Ich meine, wir sehen hier einige Ausschnitte aus dem Gameplay. Wie das dann letzten Endes wirklich umgesetzt ist, werden wir noch sehen. Und dementsprechend würde ich sagen, war's das und ihr seid jetzt wieder komplett auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Packt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video beziehungsweise zum nächsten Livestream. Haltet die Ohren steif, haut rein und bis dann, euer A-Team.